Hallo an alle, die sich das hier anschauen und anhören. Heute möchte ich hier 3 Methoden der Lichtarbeit vorstellen, die ich selber schon seit vielen Jahren verwende und mit denen ich da effektiv auch Durchbrüche erreicht habe, in geistiger Entwicklung und Hinsicht. Und das sind Mittel und Werkzeuge, die unter anderem von Vaivamos, dem höheren Selbst von Sanat Kumara und von Melchizedek übermittelt wurden und mir auch gezeigt oder erklärt worden sind. Und die ich als am effektivsten von allem erachte, was mir da irgendwie bekannt oder vertraut ist. Im Internet findet man ja oft einmal irgendwelche Erklärungen, wo es dann heißt, hier, das wird euer komplettes Leben verändern, wenn ihr das mal verwendet und jenes und ähnliches. Ich nehme an, dass da oft zwar auch heiße Luft dahinter ist oder auch überhaupt keine persönliche Erfahrung mit diesen Sachen und mehr so eine Art Effekthascherei und was weiß ich was alles. Ich kann nur bei diesen Methoden sagen, dass ich die halt selber jahrelang praktiziert habe und weiterhin praktiziere, mehr oder weniger regelmäßig und häufig. Und dass diese Methoden definitiv funktionieren. Und ja, darum soll es vorrangig in diesem Video gehen. Und erstmal möchte ich ein bisschen ausholen, und zwar, was hat es mir denn wirklich selber gebracht? Also, ich habe da die theosophisch so gesehen dritte Einweihung mit erreicht. Das heißt, den Aufbau der Antaskarana, wenn ich das richtig ausspreche. Das heißt, der Verbindung von Ego, Selbst, Persönlichkeit in der niederen Triade nach oben zur Seele sich vorarbeiten, durcharbeiten und eine bewusste Verbindung aufbauen. Und das mündet damit, und das war bei mir im März 2011 der Fall, dass ich dann eine Woche lang verschiedene Visionen reinbekommen habe und da auch Anbindung zum kosmischen Christus. In dem Fall ist das für mich Maitreya, wobei es da viele Namen für ihn mitunter auch gibt, noch andere, je nach Religionsrichtung so ungefähr. Und da wurden mir dann verschiedene Einwendungen vermittelt, die ich so ansatzweise mit dem gleichsetze, was in der Offenbarung in der Bibel erklärt wird. Nur war es bei mir vielleicht nicht ganz so schillernd und etwas eine andere Richtung, weil es auch nicht darum ging, das jetzt unbedingt groß breit zu veröffentlichen. Dazu müsste man das eher auch gesondert behandeln. Jedenfalls ist es halt so, dass man sich da nach oben durchgearbeitet hat, innerlich mit diesen Werkzeugen, bis man dann eine Verbindung zur Seele bekam, unmittelbar. Und damit ging eben eine Woche lang Vision einher. Man hatte so eine Art psychischen Zusammenbruch, weil man mit so viel Energie und allem da erstmal gar nicht gerechnet hat. Das kam relativ plötzlich dann erstmal überein und man hat es erst im Nachgang überhaupt rekapitulieren können, was es überhaupt war, womit es in Verbindung steht und so weiter. Aber entscheidend war an der Stelle, dass man das mit diesen Werkzeugen und Methoden, die man hier gleich erklären wird, erreicht hat. Daher kann man ganz klar sagen, ja, es ist nicht nur eine Methode, mit der man was erreichen kann, sondern ich weiß es aus eigener Erfahrung und rede hier aus eigener Erfahrung, was man damit erreichen kann und wie das dann auch funktioniert und dergleichen. Und dazu hat man dann auch erst Kontakt zu Geistmonade, hatte, sage ich mal, mehr oder weniger mittelbar über die Seele und alles. Und was sich da verändert hat für mich, also ich hatte früher eher innerlich das so, und das kann man auch später erst im Nachgang überhaupt erklären oder sagen oder überhaupt nur einen Unterschied davon ausmachen. Aber früher als Kind und bis man eben jugendlich Erwachsener war, war es bei mir so, dass ich mehr oder weniger so einen emotionalen Zustrom auf mich immer permanent hatte, ohne das überhaupt so zu schnallen, weil das war ja erstmal der normale Zustand. Aber man konnte eigentlich nie unterscheiden zwischen dem, was von außen an Emotionen kommt und was von einem selber irgendwie ist. Und so, dass man sich da immer wieder so ein bisschen vermischt hat halt mit dem Ganzen und sich teilweise auch natürlich fehlidentifiziert hat. Und das wurde dann in dem Moment aufgelöst bei mir, als man da durchkam, das erreicht hatte. Und stattdessen ist das dann einmal so, dass man seitdem so einen willentlichen Zustrom auf sich immer wahrnimmt. Und in diesem willentlichen Strom ist dann sowohl verschiedenes Emotionales mitunter, was vor allem von außen kommt, drin, von eigenen persönlichen inneren Gefühlen mal abgesehen. Und das ist dann auch so, dass man viel tieferes und breiteres Gewahrsein hat seitdem und viel mehr Einsicht.
Auch kommen einem die Dinge etwas früher zu als, sage ich mal, bei der breiten Masse oder sowas. Also man kriegt da viel früher das innerlich, je höher man auch innerlich ist und kommt, desto früher kommen die Sachen bei einem an, die von oben irgendwo vor allem ausgerollt werden von höheren Ebenen. Und man bekommt viel mehr Einsichten. Man hat ein breiteres Gewahrseinsspektrum und kriegt viel mehr Einzelheiten und Details auch mit übermittelt, wo man das als normal auf der menschlichen Niveau, Durchschnittsniveau, sage ich mal, das davon eher überrascht wird und das dann nicht kapiert und so weiter. Auch kann man viel besser zwischen eigenen Energien und anderen, die von außen kommen, unterscheiden und damit natürlich auch viel bewusster arbeiten und anders umgehen. Das sind so grob die wesentlichsten Unterschiede dann. Und dazu hat man natürlich auch neben dem persönlichen Ego selbst, sage ich mal, das meint nicht negatives Ego unbedingt, sondern einfach das funktionale Ego als Mensch. Das ist einfach das, wie man sich selber gewahrt, ja, wie man sich wahrnimmt. Da hätte man aus der menschlichen Perspektive, rein aus der menschlichen Perspektive, im Grunde genommen im Kopf, und so war es auch bei mir früher, mehr oder weniger so diese Intelligenzsachen, mentalen Sachen, ansonsten so im gesamten Körper oder vor allem auch konzentriert auf den Bauch, so das Emotionale alles, was sich aber leicht vermischt mit dem, was von außen kommt, was von einem selber ist und so weiter. Und dann hat man nochmal weiter unten so ein bisschen, sag ich mal, wenn man Ängste hat oder ähnliches, dann die Ängste und so weiter. Im Grunde genommen sind das die drei Chakren, Basis, Wurzelchakra quasi, das ähm, Sakralchakra dann so im Bauchbereich mehr und halt so leicht darüber auch eben Solarplexus. Und das nimmt man aber dann im Kopf wahr und im gesamten Körper und eben unten noch ein bisschen die Basis vielleicht leicht gesondert, aber das vermischt sich halt auch. Wenn man in die Seelenperspektive kommt, die Seelentriade, dann ist es so, dass das erst den richtigen Chakren entspricht. Also man hat dann so mehr oder weniger die Spiegelung des Kausalkörpers inhärent, so dass man dann die Chakren, Energiekörper, Kausalkörper und das ist das Gleiche für mich, erstmal grob, es gibt einen Unterschied. Ähm, und das ist so dieses Typische, was man als Chakren hat, so dass man dann tatsächlich oben das dritte Auge hat, dann Hals, Herz, Solarplexus, dann tatsächlich im Bauch und so auch die Energiezuflüsse und Strömungen, die nimmt man dann tatsächlich mehr am Bauch wahr. Und dieser Kausalkörper, auch das legt man bei der theosophischen vierten Einweihung ab. Das wird aufgelöst komplett. Und dann hat man mit den Energieströmungen direkt zu tun und mit dem Energiekörper in reiner Form und muss aber selber dann die Energien auch handhaben können. Deswegen empfiehlt man auch keinem unbedingt das viel daran Zeit aufzuwenden, das dritte Auge zu öffnen. Weil das ist dann so, dass auf einen diese Kräfte und Energien einströmen werden. Und da gab es nicht wenige, die das mit verschiedenen Kunstmitteln und sonst wie versucht haben zu öffnen oder es auch hinbekommen haben, aber dem folgte eher dann verschiedener Wahnsinn und sonstige Überforderungen und so weiter. Das hat auch damit zu tun, dass man erstmal lernen sollte, mit den Kräften und Energien umzugehen. Das ist eigentlich auch dann das Halschakra viel mehr noch und dann erst das dritte Auge oben. Und wenn man da eben das nicht erlernt hat, umzugehen, dann ja, wird man einfach verrückt, weil man da das nicht mehr abstellen kann. Also man muss dann ständig mit diesen Energien und Kräften umgehen. Wenn man aber die Antaskarana aufgebaut hat, dann ist es so, dass man dann über die Seele dann verbunden ist. Und dann bis man dahin kommt, lernt man auch schon vieles dann selber zu handhaben, mit den Kräften und Energien umzugehen. Und das bedeutet, dass man dann instinktiv das handhaben kann, so dass das mehr im Unterbewusstsein auf Automatik läuft. Und das ist ein großer Unterschied. Deswegen kann ich nur allen anraten, die Antaskarana aufzubauen, die Verbindung nach oben zur Seele und direkter Seelenanbindung und alles andere ergibt sich von selber. Man selbst würde hier jetzt für sich gar nicht sagen, dass man jetzt komplett das dritte Auge offen hat, aber man würde auch ganz klar sagen, dass es nicht mehr verschlossen ist. Und der Unterschied ist, dass man halt auch diese Energieströmungen dann hat, die einem zukommen. Und mit denen man dann innerlich teilweise instinktiv das handhaben kann, aber mit denen man nicht mehr so eingenommen ist, weil vieles dann einfach mehr auf Bauchniveau nur noch sich bewegt und nicht mehr einen komplett einnimmt und überfordert, dass man komplett damit eingenommen ist, beschäftigt ist. Das ist halt der Unterschied. Und dann bekommt man auch mit der theosophischen dritten Einweihung, das ist halt diese Kennzeichen, dass man dann diese ganzen Visionen bekommt und so weiter. Das geht dann eine Woche etwa.
Wobei das unterschiedlich sein kann. Man kann von Maitreya als kosmischer Christus eingeweiht werden. Man kann, oft ist es halt Sanat Kumara als planetarer Logos, der dann diese Einweihung verleiht. Und die ersten beiden Einweihungen werden in der Regel von Christus Jesus vermittelt. Die erste ist eigentlich, dass man sich überhaupt erst in die spirituellen Bahnen begibt und das von diesem Materialismus ablässt ein Stück weit. Die zweite, die hatte man mit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren gehabt. Das war mit einer christlichen Zeremonie zwar verbunden, in so einer freievangelischen Kirchengemeinde, aber das war nur quasi Mittel, wo das dann durchging. Man hatte dann 3 Tage lang, war man total emotional völlig, wie soll man sagen, emporgehoben und völlig überdreht, fand das alles nur noch, ja, im Himmel hochjauchzend war man da 3 Tage lang etwa. Dann hatte man auch im Anschluss dann das Neue Testament, die Bibel mal gelesen. Ich meine, es war aber noch mit 12 Jahren bei mir wohl. So habe ich das zumindest im Sinn. Und dann später erst auch das Alte Testament und den Rest und so weiter. Und dann hatte man ein Buch gesucht der Erkenntnis, was einen irgendwie weiterbringt, weil das war zwar alles ganz gut, aber eben noch nicht wirklich diese tiefe Weisheit und sonst was alles. Erst mit 17 Jahren kann man dann auf Carlos Castaneda, auf schamanistische Sichtweisen und so weiter und neue Weltbilder, wo man dachte, dass es sowas gar nicht geben kann. Und das hat einem enorm die Augen geöffnet. Und erst im März 2011, also das heißt dann so 14, 15 Jahre später, kam man dann zu dieser dritten Einweihung mit diesen Werkzeugen, die ich hier gleich erklären werde. Dann hatte man noch mal eine Erfahrung gehabt, wo man so eine Art Auflösung des Kausalkörpers erlebt hatte. Das ist theosophisch die vierte Einweihung und man danach noch empfindsamer und empfindlicher den Energien und Kräften gegenüber wurde. Und aber auch vieles dann selber seitdem handhaben und ordnen muss, auch selber den gewissen Energiezentren, Chakren so ein bisschen zuführen und damit selber arbeiten. Das ist das, wohin man sich da mit diesen Methoden hingearbeitet hat. Und das Wesentliche ist vor allem bei der dritten Einweihung quasi die Antaskarana nach oben die Verbindung aufzubauen zur Seele und ins Seelengewahrsein zu kommen, was man so auf heutigem Stand mit den Chakren verbindet, verknüpft. Und dann hat man noch seitdem auch so eine Verbindung, dass man dann so eine Dreiheit hat und diese Chakren verschmelzen. Man hat dann statt der, normalerweise ist das weit oben, sogar über dem Kausalkörper, den Willensaspekt. Dieser ist aber dann einmal aus der Geistmonade, Überseele, so dass das im Bauchbereich dann ist und dann nimmt man die Energieströmungen in dem Bauchbereich weitestgehend alles fast wahr, was da auf einen zukommt oder sowas. Und dann erst geht das in irgendwelche Details oder man kann sich das dann im Detail noch anschauen zum Beispiel. Dann hat man das Herz, das ist wie Herzkammern und eigentlich mehr so eine Ausdehnung, Gewahrsein in die Weite mehr für mich, technisch jetzt erklärt gesehen. Und oben hat man dann, das ist irgendwie mehr ein Verbund vom dritten Auge und alles zusammen mehr, ist einfach geistiges Gewahrsein, dass man da verschiedenen geistigen Einsichten und so weiter reinbekommt. Also das dreht sich dann ein Stück weit, wenn man jetzt zum Beispiel die Ego-Perspektive, die menschliche Triade nimmt, ist das umgekehrt ein bisschen. Da ist zwar auch oben so gesehen die Intelligenz, kann man fast sagen, oder ein Abklatsch von diesem Intelligenzaspekt. Und dann hat man aber nur den emotionalen Teil, den Astralkörper, aber man hat dann nicht das Herz, das Herzchakra da im Spiel. Das ist eigentlich da drüber dann. Und da unten hat man dann so mehr diese sakralen Energien und dergleichen noch vielleicht irgendwo im Gewahrsein. Und das ist dann aber aus der geistigen Perspektive ersetzt. Das ist dann der Willensaspekt unten, der eigentlich viel höher und ganz oben ist normalerweise. Das dreht sich dann nach unten aus der Geistmonade. Man sieht es von oben andersrum alles. Oder von unten umgekehrt verdreht man alles und sieht das aber nicht aus der richtigen Perspektive. Dann hat man halt Herz dann wirklich als Herzchakra und das ist aber noch mal eher erweitert und eine Verbindung von allem, auch eher eine Verbindung zwischen Hals, Kräfte, Umgang mit Kräften und Energien
und Herz ein Stück weit oder beziehungsweise sogar eher nach oben zum dritten Auge hin dann die Verbindung. Und oben hat man dann eher Einsicht, nicht nur den Intelligenzaspekt, sondern die verschiedenen Einsicht in die verschiedenen Energien und so ein Gewahrsein. Und alles fließt aber als Energie eher unten im Bauchbereich einem zu über den Willensaspekt und dann erkennt man das und ordnet es zu. Und je mehr man irgendwas innerlich aufruft und sich anschaut, desto mehr Energiefluss findet dann untenrum statt. Und die Seelentriade ist für mich mehr mit diesem Kausalenergiekörper, mit den Chakren in erster Linie verbunden, so die Perspektive grob der Seele zumindest, ja. Und das kann man auch teilweise, dieselbe Energie, die einem im Bauch zuströmt, kann man, wenn man irgendwie runtergeht oder sich verzettelt und dann runterfällt in die niederen Aspekte nur noch, dann hat man dieselbe Energie plötzlich im Kopfbereich, geht man nach oben in die Seelentriade, man nimmt es auch teilweise parallel sogar wahr, dann hat man das unten. Ja, und dann kann man sich auf die Chakren und Energiekörper konzentrieren, na, die dann parallel auch. Das überlappt sich alles. Das ist alles miteinander irgendwo verbunden und je nachdem, in welche Triade man geht, menschliche Triade, die Seelentriade oder in die Geistmonade, da hat man dann einfach eine andere Perspektive plötzlich, obwohl es dieselben Energieströme sind, kann man dann auch wahrnehmen und so sehen. Und ja, das sollte mal erstmal dem dienen zu erklären, dass das ja nicht nur Effekthascherei ist oder irgendwas, was ich hier erkläre, sondern dass das für mich absolute Realität hat, dass man es selber effektiv verwendet hat in seinem Leben, um diese Wege zu beschreiten, um genau diese Punkte zu erreichen. Und das möchte man auch anderen vermitteln, ohne irgendwelche Seminare, Kurse oder sonst was oder Geld dafür zu verlangen. Man hat es auch umsonst bekommen, und so möchte man es auch weitergeben, weil es eigentlich auch relativ simpel ist und da nur bedingt viel zu erklären ist. Das Wesentlichste ist eben diese dritte Einweihung nach oben, die Antaskarana aufzubauen. Damit hat man einen gewaltigen Schritt eigentlich schon in der Entwicklung getan und die Beherrschung der drei menschlichen Erfahrungswelten, wie das in der Bhagavad Gita auch heißt, also das Physische als Seele zu beherrschen, den physischen Äther, dann den emotionalen Äther und eben den mentalen Äther. Und dann kann man das sogar wirklich als Energien wahrnehmen, dass man die Mentalebene sogar als energetischen Stoff so wahrnimmt und sich dann in Details vertiefen kann und sehen kann, was es ist oder da teilweise rausgehen, vor allem in die Geistmonade, Triade und das dann so wahrnehmen. Das heißt nicht, dass man sofort alle Inkarnationen alles erinnert, sondern wenn man komplett die Geistmonade selber wäre, könnte man so gar nicht mehr das physische Leben betreiben. Man müsste das quasi dann auflösen, so gesehen, oder würde so nicht ganz funktionieren. Vor allem weil alles, was man ja sagt und wahrnehmen kann, ist ein Rezeptieren dieser höheren Energien. Und man übersetzt ja nur einen kleinen Bruchteil von dem, was geistig da ist, ins menschliche Sein, um das dann in Sprache und Worte zu hüllen. Ja? Würde man das alles übersetzen, das würde alles sprengen. Das würde nicht funktionieren. Man würde halt auch dann durchdrehen, weil da einfach zu viel Energie und alles möglich wäre. Dafür sind diese Trägerkörper da gar nicht da, die ja auch als Empfänger und auch Sender auf ihrer Ebene dann fungieren und agieren. Ja. Und die menschliche Seite ist halt diese niederen drei Chakren oder drei Erfahrungswelten. Der Kausalkörper, den verbindet man so mit dem Seelenniveau bei sich. Und mit der Geistmonade verbindet man eben den Willensaspekt, Atma im Indischen, Buddhi, den Liebes-Weisheitsaspekt und dann eben Manas den Intelligenzaspekt, wobei bei mir diese ganzen menschlichen Erfahrungswelten da komplett einschließlich dem emotionalen nur zum Manas Intelligenzaspekt zählen und nicht zu Buddhi in dieser Form, zum Seelenwahrsein, sage ich mal. Und der Liebe der Seele selber dann, weil die Seele ist reines Empfinden, also die ist nicht mit Macht ausgestattet. Das, was mit Macht ausgestattet ist, ist wiederum der Willensaspekt und das ist dann schon wieder die Geistmonade, die Überseele. Da ist dann auch Macht dahinter und auch das echte dritte Auge, wenn es komplett offen ist, das ist an sich einfach die Perspektive der Monade, weil woher will man irgendwas denn gewahren, wenn man, was für ein Gewahrsein soll es sein? Das kommt daher, dass man einfach nur das übersetzt, was aus der Geistmonade einem erkannt zukommt. Und das ist dann letzten Endes das dritte Auge. Und das ist aber mit Kraft und Energie verbunden. Ansonsten ist es kein drittes Auge, sondern einfach nur Seelenempfinden an irgendeiner Stelle oder die geistige Schau der Seele, das Sehen der Seele. Ja. Das ist dann sonst das dritte Auge bis zum gewissen Grade. Ja.
Und erst wenn man die Energieströmung komplett wahrnimmt, wie die auf einen zufließen und damit auch irgendwo halbwegs umgehen kann, das ist dann schon die Perspektive der Geistmonade. Und da erst kommt man in die Richtung, dass man komplett wirklich das dritte Auge auf seiner Entsprechung und Ebene öffnet. Oder eher ist das dann sogar das einfältige Auge, was wirklich dann verbunden ist als eins, das allsehende Auge so gesehen, etc. Ja. Und ja, dann die Methoden. Also zu den Methoden kann man recht schlicht sagen, eine Methode ist einmal einfach eine Lichtaxt. Also zweischneidige Lichtaxt. Die stellt man sich entweder vor von hinten quasi, wie sie durch einen von ganz oben durchgeht bis zum Wurzelchakra. Man sollte diese Methode eher auf sich als auf andere anwenden, weil die ist sehr spezifisch, sehr fein, sage ich mal. Man wird andere damit nicht wirklich treffen oder damit vernünftig arbeiten. Das ist eine Methode, die man auf sich selber anwendet. Die müsste auch von Melchizedek, meine ich, sein, übermittelt. Und ja, das ist auch, man kann die auch kombinieren, die Methoden. Diese Methode ist eher, dass man alles lockert, dass man alles, was in einem ist, an Energien und so weiter, dass man da wirklich so eine Art Schnitt macht von oben, nicht um irgendwas zu trennen erstmal, sondern dass man da eine Einsicht bekommt, man muss erstmal sich selber lichten, damit man eine andere Perspektive bekommt. Und aus dieser lichtvolleren Perspektive kann man erst das andere wieder erkennen, was weniger lichtvoll ist, weil man da nicht mehr ganz auf dieser selben, da nicht so eingenommen darin ist. Und dann kann man dann erst überhaupt so ein bisschen die Unterschiede ausmachen in sich selber. Deswegen ist das gerade zur Vorarbeit immer sehr praktisch oder wenn man nicht viel Zeit hat, ja, dann kann man so eine Lichtachs vorstellen oder man kann sie auch vor sich vorstellen, wie man von vorne da durchgeht. Es spielt keine Rolle, wie man sich das vorstellt. Es kommt gar nicht auf die effektive Vorstellung davon an, was man visualisiert, sondern eher, wie stark man daran glaubt und eben auch damit verbunden der geistige Willensaspekt, wie weit er aufgerufen wird. Im Grunde ist das nur Arbeit, alles aus der Geistmonade ist das nur Willensarbeit. Ja, die Arbeit mit dem eigenen geistigen Willen. Mehr ist das alles nicht, so gesehen, egal welche Methoden. Und diese Methode hilft einem einmal dann einfach Klarheit in sich selber erstmal zu schaffen, dass man einmal durch sich durchgeht und dann Licht reinbringt erstmal, das geistige Licht, dass man sich auch ein Stück weit auch gegeben was mit der Geistmonade verbindet. Und so kann man dann erst erkennen, was eigentlich in einem los ist, wo man eventuell ist und man kann auch vielleicht auch schon verschiedene negative Einflüsse kurz mal lösen und deswegen ist das so als Vorarbeit, man kann die Methoden alle kombinieren, ist das sehr hilfreich dann erstmal für einen Einstieg 1, 2, 3 Minuten oder sowas mit so einer Art Lichtaxt von oben, so eine zweischneidige Lichtaxt mit der man dann von oben einfach durch das Scheitelchakra bis zum Wurzelchakra einmal durch sich durchgeht und die Energien etwas durchlichtet, auflöst. Und so dann kriegt man in der Regel auch meist nach einer kurzen Zeit ein bisschen Einsicht, was in einem los ist, woran man ist, welche Energien durch einen fließen und so weiter. Man kann auch damit keine Seelenessenz oder irgendwas verletzen, weil das ist der eigene Wille, den man ja verwendet. Also das heißt, man kann sich nur von Fremdenergien vor allem sehr gut dann lösen, aber selber kann man da keinen Schaden antun, niemandem, auch anderen nicht, sondern das Negative wird einfach nur aufgelöst in der Form, dass der Raum für das Negative schwindet und durch Licht ersetzt wird und darin kann das Negative so nicht mehr sein. Das ist so grob etwa der Effekt, den man da hat. Und deswegen ist es ganz hilfreich und wenn man nicht viel Zeit hat, dann immer diese Methode, kurz so eine Lichtaxt durch sich durch oder halt als Einstieg, bevor man dann richtig weitere Methoden der Lichtarbeit dann anwendet. Die zweite Methode ist dann das Flammenschwert. Damit hat man im Wesentlichen auch gearbeitet, auch nach oben hin in diese Antaskalana mit aufgebaut. Und da kann man eigentlich das auch auf alles anwenden. Komplett auf alles. Auch nur auf irgendwelche Gedanken, Vorstellungen, egal was, auf andere Menschen, Personen äh, und. Also und vor allem auf sich selber, halt durch sich selber alles durchlichten. Man kann da in die einzelnen Chakren gehen mit dem Flammschwert, aber da gibt es die dritte Methode, die vielleicht dafür etwas besser wäre noch. Und alle negativen Energien, alle Manipulationen, man kann es auch unmittelbar auf alles Negative, was einem in den Sinn kommt, direkt anwenden, dass man Flammenschwert auflösen. Am effektivsten ist es meist, die violette Farbe zu verwenden. Bei negativem Übel kann Silber sehr gut sein, so eine Art Silberflammenschwert nehmen, mit etwas Violett vielleicht dazu.
Bei verschiedener Standardarbeit, sage ich mal, und Transformation und Energieauflösung etc., da kann man dann Violett vor allem nehmen und manchmal kann auch so ein etwas dunkleres Blau hilfreich sein. Violett nehme ich auch nicht so ein ganz helles, pinkes Violett, sondern mehr so ein wirklich dunkleres Violett und so ein richtig schönes Flammenschwert. Das kann man sich auch beliebig vorstellen, wie man es von vorne selber auf sich anwendet, wie man es von hinten auf sich anwendet. Wie gesagt, die einzelne Vorstellung spielt da weniger eine Rolle. Das Wesentliche ist der Wille und Glaube daran und bis das zu dem Punkt kommt, dass man innerlich wahrnimmt, dass man wirklich damit unmittelbar die Energien verändert. Ja, und dann hat man eigentlich den Punkt erreicht, womit man dann recht effektiv arbeiten kann. Und da kann man gegen alles Übel, was einem nur in den Sinn kommt, ein violettes Flammenschwert anwenden und das alles auflösen. Vor allem wird da eben gebundene Energie und Kräfte werden dadurch befreit, aufgelöst, dass die zu ihrem natürlichen Zustand zurück können, ins Licht halt alles dann, so dass man das durchlichtet, ganz effektiv. Und da kann man, so hat man es auch jahrelang gemacht, immer wieder, bis man diese Durchbrüche hatte, von denen man vorhin erklärt hatte schon, mit der Anaskarana. Man hatte dann nach oben einfach geguckt, was man hier über sich irgendwie wahrnimmt an Energien und das immer wieder aufgelöst und immer wieder nach oben gearbeitet damit. Kronenchakra durchreinigen und weiter nach oben. Alles, was man zu fassen bekommt energetisch, das immer weiter auflösen. Und das mag vielleicht 1, 2, 3 Jahre dauern oder sowas, aber irgendwann mal bin ich mir sicher, kann jeder irgendwo mit diesen Methoden da diese gewissen Durchbrüche erreichen und bis zu komplett Seelengewahrsein und Anbindung gelangen damit. Und das ist eine Standardmethode, mit der man auch angefangen hat und mit der man auch heute noch oft öfter mal arbeitet, von der Lichtarbeit, die meines Erachtens das effizienteste überhaupt ist mitunter. Und da kann man auch, das hat man auch öfter mal gemacht, Erzengel Michael rufen und um das passende Flammenschwert bitten mit der passenden Farbe für einen. Und da hat man innerlich das auch gereicht bekommen. Aber in der Regel war es auch üblicherweise violett oder so ein silbriges oder halt bläuliches und damit dann in dem Moment gearbeitet. Im Zweifelsfall halt dunkles Violett, das ist immer recht gut transformierend und so weiter, so dass man immer irgendwelche Energieblockaden damit vor allem lösen kann, gebundene Energien, Kräfte befreien kann, so dass die einfach in natürlichen energetischen geistigen Fluss kommen, wie das von der Seele und Geistmonat und so weiter vorgesehen ist. Irgendwo. Und die dritte Methode, das ist dann eine violette Bürste, die man sich vorstellt und zur Chakrenarbeit. Man nimmt dann ein Chakra und geht da mit der violetten Bürste durch und reinigt und klärt und löst alle Blockaden so lange auf, bis da eben keine Blockaden mehr irgendwo da sind, ja, oder wahrnehmbar sind. Und da kann man erstmal mit dieser Lichtachse einmal kurz anfangen, dass man so ein bisschen Gewahrsein bekommt und danach halt mit der violetten Bürste arbeiten. Das ist vor allem für Chakrenarbeit sehr effizient und gut. Dazu kann man zum Beispiel auch die Solfeggio-Methoden oder Musik vielmehr dann noch heranziehen. Oder was man selber auch noch oft verwendet, ist dieses Lam, Wam, Ram, Yam, Ham und ja, und A gibt es ja auch noch mal für die Krone im Grunde genommen. Das mit passender Begleitmusik, da gibt's im Internet sehr vieles, da kann man also selber gucken, was einen irgendwie anspricht und harmonisch vernünftig gut ist. Und da kann man dann anfangen, sich auf das bestimmte Chakra zu konzentrieren, bis man da so in das Gewahrsein da ein bisschen reinkommt, vielleicht mit Lichtaxt ein bisschen vorarbeiten und dann die violette Bürste sich visualisieren und damit so lange durchreinigen, bis alle Energieblockaden aufgelöst sind. Und das sind so diese drei wesentlichen Methoden, die man hier vorstellen möchte. Es ist kein Hexenwerk, es kommt auch gar nicht, also ich halte auch kein Wissen da irgendwie bewusst zurück oder irgend sowas. Ich gebe das gerne alles so, wie ich das selber weiß und kenne. Das Wesentliche ist ja aber auch gar nicht das nur zu wissen, sondern das Wesentliche ist, seinen Willen einmal und die innere Einsicht so weit zu bringen, dass man einmal ein Gewahrsein dieser Energien hat und zum Zweiten, dass das Effizienz bekommt in der Form, dass man dran glaubt, dass man seinen Willen so konzentriert bekommt innerlich, dass diese Methoden dann eben als Werkzeug richtig funktionieren und man dann richtig effizient damit auch arbeiten kann. Und das kann ein bisschen Zeit vielleicht dauern und brauchen, bis man dahin kommt, aber ich kann nur sagen, die Methoden funktionieren definitiv und man hat selber da eigene Erfahrungen damit gemacht und geistig seinen Durchbruch in vieler Hinsicht.
Und das, was man erklärt hat, das ist für mich auch Seelenmeisterschaft. Ja? Es muss erstmal überhaupt was mit der Seele zu tun haben. Seelenmeisterschaft ist für mich nicht irgendwie, sich irgendwas Schönes im Leben zu gestalten und sagen, oh, jetzt habe ich da was, einen Wunsch mir irgendwie erfüllt bekommen und das ist jetzt Seelenmeisterschaft oder sowas. Ich kann nur sagen, also die Seele sucht sich auch nicht ein schönes, gemütliches Leben. Die Seele sucht Erfahrungen über viele verschiedene Inkarnationen. Es ist eine Sammlung von Erfahrungen aus verschiedenen Inkarnationen. Oder die Geistmonade ist eigentlich diese wesentliche Sammlung, die Seele oder auch Erfahrungsseele. Es gibt unterschiedliche Beschreibungen auch für Seele, auch in den Schriften teilweise, die sich auf verschiedene Aspekte beziehen. Aber die Seele selber als Erfahrungsseele sucht Erfahrungen. Ja, und die Erfahrungen müssen nicht unbedingt schön oder angenehm sein. Umgekehrt, es sind oft Sachen, die man aus menschlicher Ego-Perspektive überhaupt nie anstreben würde oder suchen würde. Solche Erfahrungen sucht die Seele, um sich dann darin einmal zu wachsen, daraus dann stärker hervorzugehen und Erfahrungen einmal mitzunehmen und einmal, um sich selber innerlich auszudehnen durch diese Erfahrung. Und deswegen strebt die Seele umgekehrt oft irgendwelches, sage ich mal, Leid teilweise bewusst an oder leidvollere Erfahrungen, sage ich mal, die man selber nie anstreben würde, um daraus eben ja wirklich Verwirklichung zu erarbeiten, auch zu erwirken und innerlich dann sich auszudehnen und darin zu erfahren auch. Es hat mehr mit Seelenmeisterschaft zu tun als irgendwelche äußere Wunscherfüllung. Also die Seele hat da, ich sag's nur, ist eine ganz andere Perspektive teilweise, als viele sich das ausmalen. Die Seele ist nicht der Astralkörper und der Emotionalkörper. Das wird die wesentlichste Verwechslung mit der Seele bei den meisten ohnehin sein. Das hat gar nichts mit der Seele zu tun. Das ist der Mannes, der Intelligenzaspekt, sonst nichts, sage ich mal, oder nicht viel mehr oder nicht unbedingt viel mehr. Ja? Ohne das schlecht zu machen. Nein, das alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Gründe und man muss da auch teilweise wirklich geistig durch und daraus herauswachsen, so dass, wenn man diese Methoden auch teilweise anwendet, wie das Flammenschwert, die Antaskarana-Aufbau nach oben, wird man durch bestimmte Erfahrungen, die notwendig sind, durchgeführt werden. Ja, die werden einem dann äußerlich begegnen, weil die dann eben mit diesem oder jenem Thema auch verbunden sind und verknüpft sind. Das ist dann auch, gerade wenn man eben verschiedene Erfahrungen dann macht und mit Energiegewahrsein hinzukommt und so weiter, das ist dann wirklich erst die Entwicklung und Arbeit mit der Seele oder auch irgendwo ansatzweise Seelenmeisterschaft. Also für mich ist Seelenmeisterschaft das, was in der Theosophie als Haupteinweihung beschrieben wird von Djwal Khul zum Beispiel. Ja, das ist für mich Seelenmeisterschaft, wenn man dies nacharbeitet und durchgeht und das wirklich erfährt selber. Natürlich kann es auch sein, dass man mit anderen Inkarnationen diese Verwirklichung macht. Dann kriegt man diese Erfahrungen zwar so nicht alle direkt rein, aber die Fähigkeiten kriegt man mit. Ja, und das kann sein natürlich, dass man schon alles Mögliche mitbringt in das Leben und das dann selber hier gar nicht durchgehen muss. Aber dann wird man das, wovon ich hier rede, eigentlich alles kennen und selber wissen und eine eigene Entsprechung dazu haben und das sehr gut nachvollziehen können. Und alles andere ist halt so die Sache, dass man sich das erarbeiten muss und das teilweise auch inkarnationsübergreifend. Ja, aber mit diesen Methoden der Lichtarbeit kann man das in dieser Inkarnation mehrere Einweihungen eventuell hinbekommen. Und das Wesentlichste ist eben dieser Aufbau zur Daskarana. Da hat man so die dritte Haupteinweihung dann, wenn man das durchbekommt. Die vierte ergibt sich fast von selber irgendwann mal beiläufig, meist nach ein paar Jahren. Und die fünfte wäre schon, wenn man das verwirklicht, dann hat man auch schon die fünfte Dimension komplett verwirklicht. Das heißt, da kann man gleich in die siebte Dimension irgendwo inkarnieren, statt auf die Plejaden in die fünfte Dimension, wo halt dann viele hinwechseln, weil man das auch schon komplett verwirklicht hat. Und die fünfte Einweihung zu verwirklichen, das ist ein Meister der Weisheit. Der kann allerdings dann vielleicht nicht sofort oder das muss nicht unbedingt von der Seele freigeschaltet sein, wenn man so in die Inkarnation irgendwie einsteigen sollte als Meister der Weisheit oder mit der fünften Einweihung. Aber man kann sich in der Regel dann dematerialisieren, also seinen physischen Körper komplett auflösen und wieder woanders sich materialisieren. Das ist dann wirklich die Meisterschaft, der Meister der Weisheit und die fünfte Einweihung. Das muss aber, wie gesagt, nicht unbedingt aktiv von der Seele geschaltet sein in der Form. Und da, wenn man diese Andaskarana aufgebaut hat, dann kriegt man diese ganzen Einsichten, dann strömt die Energie und so weiter in Willensform auf einen zu. Und dann geht's nur noch darum, alles zu verwirklichen, alles innerlich anzunehmen und zu verarbeiten und zu verwirklichen. Und wenn man das hinreichend getan hat, dann kommt irgendwann mal so der Punkt, dass man dann den geistigen Aufstieg macht. Das ist auch, Jesus Christus selber ist ein Beispiel für genau diese Sachen, die ich hier beschreibe. Und zwar einmal, ist die vierte Einweihung zum Beispiel die Kreuzigung.
Das ist innerlich so, dass man muss da aber nicht äußerlich gekreuzigt werden, das ist nur ein äußeres Abbild davon. Aber innerlich wird der Kausalkörper aufgelöst, das ist wie eine Kreuzigung. Also man fühlt sich irgendwie wie äußerlich angegriffen und alles Mögliche und es würde irgendwas von einem zerstört werden, ist es auch so. Aber danach hat man ein viel klareres Gewahrsein, ist weniger illusionsanfällig und so weiter. Und der Meister der Weisheit, das ist die geistige Auferstehung, die vollständige geistige Auferstehung. Daran arbeitet man noch. Also diesen Schritt hat man noch nicht abgeschlossen. Die anderen aber schon. Und die erste hatte man auch schon als Daniel Nicole Dunlop in der Vorinkarnation. Der hatte auch mit Blavatsky zu tun, der hatte auch mit Rudolf Steiner zu tun, der englischen Theosophie und ein bisschen auch Anthroposophie. Und das hat man angeknüpft und in dieser Inkarnation weitergemacht. Man hat hier dann die zweite Einweihung gemacht und danach die dritte im März 2011. Und dann irgendwann mal ein paar Jahre später kam die vierte hinzu. Und an der fünften, daran arbeitet man auch, ja. Das hat man noch nicht verwirklicht. Und ich kann nur sagen, verwendet diese Methoden und ihr könnt das gegebenenfalls auch alles, vielleicht in einem Leben alles erreichen und durchverwirklichen. Vor allem, weil jetzt die Zeit auch die ist, dass man solche Sachen wahrscheinlich wie nie jemals zuvor auf Erden gut verarbeiten, verwirklichen kann und abwickeln kann, ja. Deswegen sind diese Methoden immer effizienter und geistige Arbeit ist sowieso essentiell. Und da man selber beruflich teilweise stark eingespannt ist, gerade zum Beispiel letzte Woche auch noch, kann man zu keinem Video oder irgendwas, weil man einfach zu kaputt war von der Arbeit, in der Wirtschaft noch eingespannt. Ja, da überlegt man sich auch irgendwas zu verwirklichen, um da anders an Geld eventuell zu kommen, auch eben mit vielleicht geistiger Arbeit. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, aber wesentlicher ist gar nicht mal so sehr, wie man da sein äußeres Leben da im Detail gestaltet, sondern was man innerlich wie erreicht und womit. Und ja, daher kann man nur empfehlen, ich kann sagen aus eigener Erfahrung, diese Methoden funktionieren. Das ist keine Effekthascherei, wovon man hier spricht, sondern knallharte Erfahrungen, wo man auch nicht wenig durch manche Erfahrungen durchleiden durfte. Und manches wird man auch sonst in anderen Videos vielleicht noch weiter ausführen und erklären. Dann wünscht man allen ansonsten alles Gute.